So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computer zu einem kleinen Quickie. Viel mehr wird das hier nicht werden und es geht einfach um einen komischen Wert, den man bekommt, wenn man zum Beispiel CSV-Dateien importiert. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Kurz hier Numbers offen. Das ist eigentlich wurscht, mit welcher Tabellenkalkulation man das tut. Es kann genauso gut Excel sein oder OpenOffice, also LibreOffice, das funktioniert. So, wir haben hier einen netten Wert. Das taucht immer wieder auf. 6E-08. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Es ist ein Fehler, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Kannst du mal unten einen Kommentar reinschreiben? Aber nein, es ist kein Fehler. Zeige ich euch noch eine andere Datei dazu. Und zwar ist es jetzt mal im Texteditor aufgerufen. Und hier sehen wir auch, wenn wir jetzt die Textdatei einfach mal durchgehen, natürlich wieder im richtigen Fenster rumklickt, dann sehen wir hier, wir haben hier denselben Wert stehen, 6E-8. Da macht uns die Tabellenkalkulation schon wieder ein bisschen was anders, haben wir gerade gesehen. Gehen wir nochmal auf Numbers zurück, weil da sehen wir eindeutig, wir haben hier schon wieder mal eine 0 mit drin, die auch nicht reingehört. Dann haben wir noch eine andere Anomalie, das ist ein Minus davor. Das Minus davor braucht uns nicht groß, jetzt hätte ich beinahe ein blödes Wort benutzt. Das Minus brauchen wir, das tangiert uns rechts überhaupt nicht. Redefehler. Das ist einfach bloß ein negativer Wert. Hier wird der Wert eingebucht und hier wird der Wert ausgebucht. So, dann ein kurzer Blick auf meine Homepage. Da habe ich schon ein bisschen zusammengeschrieben. Wollen wir ein bisschen rauf. Was passiert hier? Also wenn du das Ganze jetzt mal googelst, du hast das Problem, du hast es gegoogelt, wirst du auch schon gemerkt haben, dass du da nicht viel bekommst. Du bekommst eigentlich überhaupt kein passendes Ergebnis, weil du die völlig falsche Frage stellst. Es ist einfach zu erklären, und zwar ist es eine rein exponentielle Darstellung einer Zahl. Das heißt, so komisch die Zahl ausschaut, sie beinhaltet die Zahl oder den Wert, den du willst. Das ist eigentlich relativ easy. 6e-8. Das haben wir in der CSV-Datei gesehen, das ist der reale Wert, also nicht mit der 0 jetzt das Excel drin hat. Aber der Wert ist 6. Also wenn ich unsere Zahl hier oben nehme und das jetzt mal hier vergleiche, dann habe ich 6, x' lasse ich weg, dann habe ich meinen Wert. Dann geht es weiter hier, E8, exponentiell 8, expandiere quasi 8 Nullen. Dann bekomme ich schon diese Zahl. Das schaut doch schon mal etwas vertrauter aus, nicht wahr? Das Komma dahinter, das machen wir mal weg, das irritiert. Das Komma ist aber genau das, was uns eigentlich jetzt noch fehlt. Weil diese Zahl frisst uns keine Tabellenkalkulation, die macht eine 8 raus und gut ist das. Also setzen wir hier unser Dezimalzeichen rein. In Deutschland ist das in der Regel oder Europa ein Komma. Und perfekt, die Zahl ist korrekt. Das ist natürlich die Quizfrage, ich meine, ich habe immer einfach so ein bisschen, das ist mal so ein bisschen ein Jahreskontoauszug von Binance, den ich hier gerade bearbeitet habe und habe nicht mal wieder über das Problemchen gestolpert und dann hat mich noch einer angesprochen, der dasselbe Problem hatte. Ich habe mir das ganz cool erklärt. Der hat mich mit Augen geschaut, so groß wie das Scheunentor. Das war ganz lustig. Gutes Gespräch, muss ich am Rande bemerken. In der Tabellenkalkulation kann ich das eigentlich recht einfach machen. Wenn ich markiere jetzt quasi mal die ganze Spalte. Ich meine, ich mache jetzt mal nicht die ganze Spalte, ich mache jetzt einfach mal so einen Block. Aber ihr könnt einfach ihr könnt einfach hier oben auf F klicken zum Beispiel. Dann habt ihr alles markiert die ganze Zeit. So, und dann braucht ihr Zelle, Datenformat. Jetzt, wenn ihr ein Datenformat wie Währung oder Zahl zuweist, erledigt ihr eigentlich das Problem. Wenn ich eine Währung zuweise, bekomme ich natürlich eine Währung ausgegeben. Das ist natürlich jetzt hier bei Binance ein bisschen blöd, weil da wäre natürlich dann überall Bitcoin-Zeichen dahinter sein müssen oder Dollarzeichen. Dann müsst ihr das unterschiedlich machen. Das geht nicht, also machen wir hier nur einfach eine Zahl. So, und schon habe ich hier 0, nee, Quatsch. Ich habe nur 0 drin stehen. 0, minus 0, 0, minus 0, 0, minus 0. Ich habe also schon mal eine reelle Zahl. So, und jetzt habe ich die Dezimalstellen und da hatten wir gesagt 8. Trage ich hier die 8 ein. Wechsle mal kurz das Feld. Und jetzt habe ich meine Zahl perfekt dargestellt. Ja, also einfach die ganze Spalte markieren, Zahlenformat zuweisen, 8 Dezimalstellen eingeben und ihr bekommt das wunderschön dargestellt. Ohne Fehler.
Wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch in eigener Sache, das wollte ich eigentlich immer ein bisschen nach vorne schieben, weil die meisten haben jetzt schon abgebrochen und hören es eh nicht mehr, aber ich sage es trotzdem. Ich finanziere, ja, super. Ich erstelle diese Videos natürlich in meiner Freizeit, ich bin heute gut drauf. Ich erstelle diese Videos natürlich in meiner Freizeit und würde mich über eine kleine finanzielle Unterstützung, ein Dankeschön, eine kleine Spende natürlich sehr freuen. Spendenlinks, PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning findest du unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten solltest du sonst irgendwelche Probleme mit deinem Computer haben, mit der EDV nicht klarkommen, Schadsoftware auf deinem Rechner haben oder sonstige Probleme deinen täglichen Umgang mit dem Computer beeinträchtigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung. Mitgliedschaft ohne Abo, du musst dich noch nicht mal online registrieren. Es reicht einfach, das Kontaktformular aufzurufen und einfach mal unverbindlich eine Mitteilung zu schicken mit den Kontaktdaten und die setzen sich dann mit euch in Verbindung. Wie gesagt, ein weltweiter Remote-Dienstleister, weltweit tätig, da werdet ihr geholfen. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.